Indonesien besteht aus 17.000 Inseln, aber gefühlt versammeln sich alle Touristen auf Bali und ein paar anderen Spots. Dabei hat das Land so viel mehr zu bieten und auf jeden Fall noch unzählige Hidden Gems. Eins davon zeigen wir euch in diesem Video, nämlich die Insel Halmahera. Mit dabei sind auf jeden Fall einsame Sandstrände wie dieser hier, aktive Vulkane, eine faszinierende Unterwasserwelt, ganz viel Abenteuer und ganz wenig andere Touristen. Viel Spaß im Video! Unsere Reise hier auf den Molukken geht weiter. Nachdem wir jetzt ein paar Tage in Ternate waren, machen wir uns weiter nach Halmahera. Genauer gesagt nach Sufifi. Es ist nicht ganz einfach, hier Infos zu bekommen, wie die Boote und so weiter fahren, weil die Sprachbarriere dann doch schon relativ groß ist. Aber wie ihr seht, im Endeffekt funktioniert alles wieder. Und jetzt dauert es ungefähr so 2 Stunden und dann sind wir gespannt, wie wir von da aus weiterkommen. Aber ja, klappt schon alles. Okay, also man streitet sich, wer unseren Koffer tragen darf. Wir sind jetzt angekommen und es ging auch deutlich schneller, als wir gedacht hatten. Wir hatten nämlich gelesen, dass es mit der Fähre so 2 Stunden dauern soll. Wir haben allerdings gar nicht gefunden, wo diese Fähre ablegen soll und sind stattdessen mit dem Speedboat gefahren und es hat nur 30 Minuten gedauert, also es ging jetzt echt schnell. Ja, und hier auf Halmahera wollen wir weiter nach Tobelo, das liegt so im Nordosten der Insel. Und wir haben einen Kontakt hergestellt über Manjava-Trip auf Instagram, die uns jemanden vermittelt haben, der eine schöne Beachbungalows haben soll. Und da fahren wir jetzt hin und wir hatten so ein bisschen Sorge, dass wir nicht genau wissen am Hafen, wie wir dann da hinkommen. Wir hatten vorher einen Preis, 200.000 Rupien soll es pro Person kosten. Aber ja, das war gar kein Problem. Die Leute haben uns hier sehr überschwänglich empfangen, haben uns die Koffer aus der Hand gerissen, uns berührt und so weiter. Das war nicht ganz so angenehm gewesen, aber ich glaube, das war alles nicht böse gemeint. Ich glaube, die haben sich einfach unfassbar gefreut, wieder mal Touristen hier zu sehen. Wir haben jetzt hier einen Fahrer gefunden, der war ganz nett gewesen. Ein bisschen zurückhaltender. Ich glaube, wir warten jetzt noch auf eine andere Person, wenn ich es richtig verstanden habe. Und dann fahren wir so, ich glaube, 3 bis 4 Stunden bis zu diesen Beachbungalows. Und ja, sind wir sehr gespannt, wie es so wird. Sind wir hier richtig? Aber trotzdem nett begrüßt. Ja, erst ein Foto gemacht mit dem Baby. Wir sind jetzt hier angekommen im Kopa Kopa Beach Resort. Die Fahrt hat ungefähr so 3,5 Stunden gedauert, war ziemlich kurvenreich, aber auch ziemlich schön. Die Insel ist super grün, wir haben einen schönen ersten Eindruck bekommen und wurden hier auch sehr nett empfangen von Ona, der Besitzerin, und Lutz, einem deutschen Auswanderer, der seit über 20 Jahren hierher kommt. War auf jeden Fall sehr interessant gewesen. Ja, und wir gönnen uns jetzt hier auch erstmal ein bisschen. Also es gibt 2 verschiedene Arten von Unterkünften. Einmal etwas kleinere Hütten, die auch nur einen Fan haben, und dann noch etwas größere Bungalows, die richtig schön aussehen und auch eine Klimaanlage haben, und dafür haben wir uns jetzt entschieden. Da ist auch noch Frühstück und Dinner mit drin, und da wir ansonsten hier nicht viel machen, haben wir uns jetzt gedacht, das gönnen wir uns mal und verbringen jetzt erstmal 2 entspannte Tage hier am Strand, bevor wir dann so richtig die Insel erkunden.
Wir haben hier jetzt noch ganz gemütlich ein Bierchen getrunken und zu Abend gegessen. Und eins können wir schon mal sagen, Ona, die Gastgeberin, ist super freundlich und eine extrem gute Köchin mit frischen Zutaten hier aus ihrem Garten, Obst und Gemüse, macht auch leckere Optionen für Vegetarier. Morgen früh gibt es Pancakes, also das Essen ist sehr, sehr gut hier. Die Unterkunft ist richtig schön, der Strand ist auch ganz nett, also uns gefällt es richtig gut und morgen machen wir einen ganz entspannten Tag und gucken mal, wie wir so die Dinge, die wir uns hier vorgenommen haben, realisieren können, holen uns mal ein paar Infos, freuen uns auf jeden Fall und ja, seid mal gespannt, was wir so machen. Es sind auf jeden Fall ein paar coole Sachen dabei. Wir hatten im Kupa Kupa Beach Resort nochmal verlängert, weil es uns nämlich erstens sehr gut gefallen hat und weil uns zweitens die Besitzerin Ona nochmal extrem mit dem Preis entgegengekommen ist. Wir haben jetzt im Endeffekt für All-Inclusive, also mit 3 Mahlzeiten am Tag direkt am Strand im Bungalow, nur 55 € insgesamt gezahlt, also nicht mal 30 € pro Person, was wirklich ein super Preis war. Und wir haben uns dort einfach sehr wohl gefühlt und ein paar entspannte Tage eingelegt, aber damit ist jetzt Schluss. Ein Grund, warum wir nämlich hier auf Halmahera sind, sind die aktiven Vulkane. Davon gibt es ja ziemlich viele in Indonesien. Und hier 2 Stück auf der Insel. Einmal den Ibu und einmal den Dukono. Und der Dukono ist hier in der Nähe von Tobelo. Das ist die größte Stadt auf Halmahera, wo wir jetzt gerade sind. Und wir machen eine 2-tägige Wanderung mit Zelten in der Nähe vom Vulkan. Man soll wohl dann ziemlich nah rankommen. Wir haben einen Guide gefunden, Alex heißt der die Wanderung mit uns macht. Und wir sind auf jeden Fall gespannt. Ihr wisst ja, wir lieben Vulkane. In Mittelamerika haben wir viele Hikes gemacht. Und ja, jetzt geht's gleich los. Wir hoffen, das Wetter hält. Es ist so ein bisschen bewölkt. Sieht ein bisschen nach Regen aus, aber ja, drückt uns einfach die Daumen, dass es trocken bleibt. Wir sind jetzt so ungefähr eine Stunde gefahren mit dem Roller bis zum Start der Wanderung und der Regen, der sich kurzzeitig angekündigt hatte, hat sich zum Glück wieder verzogen. Also jetzt ist es trocken, aber schon noch sehr bewölkt. Also wir hoffen mal, dass wir da Glück haben. Ja, und die Rollerfahrt war auf jeden Fall schon mal das erste Abenteuer hier durch die Vulkanasche richtig bumpy. Hat aber Spaß gemacht und wir haben es geschafft, uns nicht zu zerlegen. Ein paar Mal war es knapp gewesen, aber es hat ganz gut funktioniert. Und ja, jetzt geht's gleich los. Die Wanderung soll so 4 Stunden dauern. Wir sind mal gespannt, hoffen einfach, dass es trocken bleibt. Aber ja, wir freuen uns auf jeden Fall mega. Schmeckt? Mhm. Süß? Ja. Okay, jetzt hat uns der Regen doch noch erwischt. Kommt ins Gewitter rein. Aber ja, wir haben Raincoats dabei, zum Glück. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Echt nicht. Wir haben jetzt endlich unsere Zelte aufgeschlagen, hier in Basecamp Nummer 2. Beim ersten ging es nicht, da war es einfach viel zu windig gewesen und wir konnten es nicht aufbauen. Aber jetzt sind wir endlich angekommen und ich weiß nicht, was ihr jetzt schon von der Wanderung gesehen habt. Keine Ahnung, wie das GoPro-Footage ist, ob das was taugt, aber es war wirklich eine harte Wanderung gewesen. Die erste Stunde war wunderschön und dann hat es angefangen zu schütten und zwar wirklich zu Kübeln wie aus Eimern. Die Wanderwege waren komplett durchflutet gewesen. Wir sind von oben bis unten nass geworden, mussten dann querfeldein, weil manche Wege nicht passierbar waren und so weiter. Also es war sehr abenteuerlich, aber das wollten wir und jetzt haben wir es bekommen. Ja, wir hätten uns natürlich trotzdem gewünscht, dass es eher trocken bleibt, aber gut, dafür kann keiner was. Eigentlich ist der August auch eher ein trockener Monat hier auf Halmahera, also dieses Jahr auf jeden Fall nicht. Wir hatten jetzt schon einige Regentage hier, aber gut, man kann es nicht ändern und unser Guide Alex gibt sich auf jeden Fall auch alle Mühe, dass wir hier trotzdem eine schöne Erfahrung haben. Versorgt uns gut mit Essen, hat uns hier das Zelt aufgebaut und ja, wir machen das Beste draus auf jeden Fall. Und heute Nacht um 3 klingelt nämlich auch schon wieder der Wecker und dann geht es nochmal weiter hoch auf den Vulkan. Da soll man nämlich rote Lava sehen, deswegen geht es schon nachts weiter. Und wir hoffen einfach, dass es dann trocken bleibt und dass wir einen guten Blick haben, weil als wir hier ankamen und die Zelte aufgebaut haben, war alles in den Wolken und wir haben eigentlich noch nichts gesehen. Das heißt, es wird für uns dann auch ganz interessant. Wir haben jetzt 3:30 und machen uns auf den Weg zum Vulkankrater. Man sieht schon, wir haben die Maske auf, der Schwefelgeruch hier ist wirklich krass. Haben wir heute Nacht auch schon gerochen und die Nacht war eigentlich relativ ruhig, also kein Regen, wenig Wind und man hat einen super schönen Sternenhimmel gesehen. Ich habe auch schön die Milchstraße mal einfangen können
Es war trotzdem ein bisschen kalt gewesen, also wir hatten Pulli und lange Hose an. Dadurch, dass das Zelt nicht ganz dicht war, haben wir dann doch schon noch ein bisschen gefroren. Aber es war okay. Und jetzt drückt uns einfach die Daumen, dass das Wetter gut bleibt. Bisher geht's. So, die Bedingungen sind wieder nicht ganz einfach. Der Wind dreht ständig. Und wir sind jetzt auf einer anderen Seite vom Vulkan hoch, wo er selbst auch noch nie gewesen ist. Hat jetzt auch echt lang gedauert. Aber ich glaube, man kann es hinter mir sehen. Da gehen schon die Rauchwolken hoch. Die Sonne geht so langsam auf. Ich hoffe, wir sehen gleich noch ein bisschen Lava. Ich hoffe, es ist noch dunkel genug, aber also verrückt. Absolut verrückte Erfahrung. Wir sind mittlerweile aufs Handy geswitcht. Der Ascheregen ist heftig. Man sieht es, glaube ich, oder? Also dein Pulli war mal beige. Aber es ist krass. Also die Bedingungen haben uns das nicht leicht gemacht. Wir sind jetzt einmal noch komplett um den Vulkan hochgelaufen, aber jetzt haben wir es geschafft und sind hier oben. Und ich muss sagen, es ist, glaube ich, schon der beeindruckendste, den wir gesehen haben. Das ist schon heftig. Auch die Aussicht. Wir haben hier den Iwo gesehen, hier hinten, wie er explodiert ist. Also auch richtig heftig ausgebrochen. Und ja, die Aussicht ist der Wahnsinn. Und ich meine, guckt euch das an. Wir stehen hier am Kraterrand eines riesigen Vulkans auf Halmahera. Und natürlich ist kein anderer Mensch hier. Thank you very much, Alex, for this experience. Very nice, amazing. Yes. Something we will never forget. No doubt. Und etwas, was wir immer in unserer Lunge tragen werden. Wir sind zurück im Basecamp und das war der absolute Wahnsinn gewesen. Also ich habe mich seit 2 Jahren auf diese Wanderung gefreut, als ich zum ersten Mal vom Dukono-Vulkan hier auf Halmahera gehört habe. Und es ist den Erwartungen absolut gerecht geworden. Auch wenn gestern echt hart war mit dem ganzen Regen. Jetzt im Endeffekt waren wir einfach hier gewesen. Die einzigen Leute haben hier in der Wildnis gecampt, sind dann heute auf den Krater oben drauf. Also absoluter Wahnsinn. Und trotz der schwierigen Umstände hat jetzt im Endeffekt doch alles funktioniert. Die Sonne scheint. Und ich konnte halt nicht so viel filmen. Gestern wegen dem ganzen Regen nicht, heute wegen dem Ascheregen nicht. Deswegen musste ich die Kamera heute häufiger weglegen. Aber ich hoffe, dass irgendwie die Stimmung und die Landschaft trotzdem gut rüberkommt, weil es war absolut faszinierend gewesen. Ja, und jetzt ist es zwar immer noch relativ früh, weil wir waren heute tatsächlich schon 5,5 Stunden wandern. Dadurch, dass der Wind so stark war, mussten wir uns noch einen anderen Spot suchen am Vulkan. Deswegen waren wir dann auch leider ein bisschen zu spät da. Da war es dann schon hell und wir haben auch keine Lava mehr gesehen. Aber das hat dem Ganzen jetzt gar keinen Abbruch getan. Es war trotzdem richtig schön. Ja, und jetzt sind wir eigentlich auch schon ziemlich fertig nach dieser Wanderung. Aber es geht jetzt nochmal 4 Stunden wieder runter und dann nochmal 1 Stunde mit dem Roller zurück in die Stadt. Also wir haben noch ein bisschen was vor uns und ich glaube, danach brauchen wir erstmal ein paar Tage Erholung. Das heißt, wir werden erstmal ein paar Tage noch chillen in Tobelo. Ja, und by the way, der Dukono war der 10. Vulkan, den wir schon bestiegen haben. Der 9. auf Weltreise in den letzten 6 Monaten. Das ist einfach ein richtiges Hobby von uns geworden. Und auch wenn es manchmal anstrengend war und hart war oder nass war oder wie auch immer, es lohnt sich immer. Es ist absoluter Wahnsinn. Halmahera gefällt uns bisher richtig gut. Alex war ein toller Guide gewesen und ich hoffe, die Stimmung kommt einfach gut rüber hier im Video. Und dann sehen wir uns nochmal in Halmahera wieder, wenn wir uns einen Roller mieten und ein bisschen weiter die Insel erkunden. Ich bin gerade dabei, das Video zu cutten und habe gesehen, es geht schon 15 Minuten. Daher werden wir Halmahera auf 2 Videos aufteilen. Im nächsten wird es auf jeden Fall ein bisschen entspannter. Da gibt es einsame Inseln, schöne Sandstrände, Unterwasserwelt, alles was dazu gehört. Und falls ihr in der Zwischenzeit schon ein paar Infos zu Halmahera haben wollt, wir haben einen relativ ausführlichen Blogbeitrag geschrieben auf www.betterbeyond.de. Schaut da mal vorbei, schaut nächste Woche vorbei und schaut jetzt vor allem bei den Outtakes vorbei. Ich bezweifle, dass es eine gute Idee war. Keine Ahnung. Nee, das ist doch kacke. Richtig, ja, richtig. Ich geh mal raus. Okay. Ja, wir okay. können ja noch mal schauen. Also, ja, ich rede halt jetzt. Wir sind jetzt die Kamera sehr schief. Ona
der Besitzerin und ihrem Lebensgefährten Lutz, ein deutscher Auswanderer, der Nicht seit... ihr Lebensgefährte. Sondern? Selamat siang. Ya. Ona? Mami Osna. Semuanya itu. Iya. Ah, okay. Okay. Okay, terima kasih. Foto-foto. Hah? Foto-foto.